Ein ständiges Kommen und Gehen. In den 1960er Jahren blühte in einer typischen Bankfiliale noch das pralle Leben. Arbeiter und Angestellte ließen sich ihren Monatslohn ausbezahlen. Kinder brachten ihre Sparbüchse vorbei. Hinten sortierten die Mitarbeiterinnen die Daueraufträge und vorne fragten Ehepaare nach einem Kredit. Wir bräuchten zum Kauf von Möbeln noch einen Betrag von ungefähr 2000 Mark. Heute lässt sich quasi jedes Bankgeschäft online abwickeln, ob per PC oder Smartphone. Braucht es da überhaupt noch Filialen? Eine Frage, die wir zum Beispiel Hans-Gerd Penzel gestellt haben, vergangene Woche am Rande der Euro Finance Week in Frankfurt. Der Ökonom beschäftigt sich wissenschaftlich mit dem Verhalten von Bankkunden und weiß, dass gerade die 20- und 30-Jährigen kein dichtes Filialnetz mehr verlangen. Aus Sicht der jüngeren Generation wäre es vermutlich ausreichend, das Filialnetz auf 10 bis 20% des heutigen Netzes zusammenzuschrumpfen. Und da wären wir dann bei 2000 bis 4000 Filialen in Deutschland. Das würde denen vermutlich reichen. Das langjährige Filialsterben wird auch deshalb weitergehen, prophezeit der Experte. 2020 gab es noch 24.100 Filialen in Deutschland. Im vergangenen Jahr waren es 21.712, ein Rückgang um knapp 10% in nur einem Jahr. Trotzdem, ganz auf Filialen verzichten wollen offenbar nur wenige. Die klassische Universalbank bleibe auch bei jungen Leuten beliebt. Sie gehen primär in eine Bank, die von den Eltern und guten Freunden empfohlen worden ist. Und das ist in aller Regel eine Regionalbank. Sie wollen da nicht vor Ort sein, unbedingt, das brauchen sie gar nicht, aber selbst die haben noch das Gefühl, es ist gut, wenn ich sozusagen jederzeit im Alarmfalle in diese Filiale reingehen kann. Bei ihrem Filialgeschäft fahren die regionalen Geldhäuser sehr unterschiedliche Strategien. Für Schlagzeilen sorgte zuletzt die Raiffeisenbank Hochtaunus, die zum 1. Dezember alle Zweigstellen inklusive Geldautomaten abbaut. Übrig bleibt ein Beratungszentrum. Der Vorstandschef erklärt im Interview: Zuletzt hatten wir nur 2 Besucher pro Stunde und die Zahl der Bargeldabhebungen lag bei unter 10 pro Tag über alle Filialen hinweg. Filialen zu, Kosten runter. Die beliebteste Strategie. Frankfurter Volksbank und Taunus Sparkasse machen es dagegen anders. Seit 2019 betreiben beide Unternehmen gemeinsam Filialen, die sogenannten Finanzpunkte. Am Standort in Bad Soden sind montags und dienstags Sparkassenmitarbeiterinnen vor Ort, donnerstags und freitags jene der Volksbank. Die Automaten sind an jedem Tag nutzbar. Im Interview sprechen die beiden Vorstandschefs von einem Erfolgsmodell, auch in finanzieller Hinsicht. Wir sparen hier 40% der Kosten, die man für einen kleinen Standort hätten. Wir haben gleichzeitig die Standorte ja sehr schmal. Hier sind 2 Tage die Frankfurter Volksbank, 2 Tage wir. Aber die Kunden erleben eben, an 4 Tagen in der Woche brennt Licht. Ich finde, auch das ist, auch mit Blick auf die aktuelle Situation, total wichtig, dass man sich Ressourcen auch intelligent teilt. Wir haben auch bei den Finanzpunkten gelernt, dass neue Filialen, attraktive Filialen, Filialen, die eben ein anderes Setting haben, ein Anstoß sind für neue Ansatzpunkte, mit den Kunden zu sprechen. Eine neue Wohlfühlatmosphäre schaffen, ähnlich wie vor rund 60 Jahren. Als die Menschen nicht nur in Scharen, sondern auch gerne in ihre Bank strömten. Manche machten sich dafür extra schick. In den vergangenen Jahren haben einzelne Kreditinstitute wieder mehr Geld in ein angenehmes Ambiente investiert. 2016 eröffnete die Commerzbank zum Beispiel ihre City-Filialen. Die Frankfurter Volksbank wiederum steckt bis Ende 2024 in ihre eigenen Filialen noch einmal 7 Millionen Euro. Nur digital ist offenbar zu wenig. Eine Videoberatung ist natürlich auch ein Bestandteil, den wir heute und gerade in Corona-Zeiten natürlich den Kunden angeboten haben. Aber wir stellen fest, dass der persönliche Kontakt doch noch eine etwas andere Komponente ist. Wer an Filialen festhält, riskiert im Vergleich zu digitalen Direktbanken freilich weniger Ertrag. Das zeigt der Blick auf eine beliebte Kennzahl in der Bankenlandschaft, die sogenannte Cost-Income-Ratio. Die zeigt, grob vereinfacht an, wie viel Geld eine Bank investieren muss, um einen Euroertrag zu erwirtschaften. Die Sparkassen kamen 2021 im Durchschnitt auf 70,8%, also 70,8 Cent Kosten pro einem Euroertrag.
die Genossenschaftsbanken knapp 66%. Banken ohne Filialen wie etwa die DKB oder die ING DiBa liegen unter 60 bzw. bei gut 50%. Warum halten die Regionalbanken an ihren teuren Filialen fest? Unternehmensberater Oliver Miem erinnert an den hohen Bekanntheitsgrad von Sparkassen und Co. Die Filialen seien wichtige Marketinginstrumente. Bekanntheit haben sie alle. Aber viel wichtiger ist zu verstehen, dass heute die Filiale für viele Häuser noch der Ort ist, wo sie die meisten neuen Kunden gewinnen. Eine Sparkasse und eine Volks- und Raiffeisenbank gewinnt heute noch mehr als 95% aller Kunden immer über die Filiale. Allerdings drängen neue digitale Wettbewerber mit Kampfpreisen in den Markt. Ob junge Neo-Broker oder Klarna aus Schweden. Die regionalen Universalbanken, die oft niedrigere Tages- und Festgeldzinsen anbieten, geraten unter Druck. Sie dürfen nur nicht den Trend verschlafen, dass eben bestimmte Kundengruppen nicht mehr alles in der einzelnen Sparkasse oder Volks- und Raiffeisenbank machen, sondern mal das Tagesgeld hier nehmen oder mal eine Anschlussfinanzierung der Baufinanzierung woanders, wo andere gut aufgestellt sind und durch einfache Prozesse und wenige Klicks sagen, upsala, da ist schon das Geschäft gemacht, bevor es der Berater in der Sparkasse mitbekommt. Das Filialgeschäft bleibt also wichtig für die Gesamtstrategie und die Kundenbindung. 1959 konnte man bei der Münchner Genossenschaftsbank sogar per Auto zum Kassenschalter vorfahren. Schade, dass es diesen Service nicht mehr gibt, mag sich der eine oder andere denken.